krass. Ich kann gar nicht einschätzen, wie breit das ist und so, aber eigentlich sieht man alles voll gut. Ich habe das Gefühl, wir fahren voll schnell, aber tun wir gar nicht. Wir machen ja auch YouTube, damit wir vielleicht euch inspirieren können, auch auf coole Reisen zu gehen oder mehr so kleine Trips zu machen und so. Aber ihr inspiriert uns genauso. Ich habe nämlich gedacht, ich muss jetzt mal endlich dieses Auto fahren, weil jemand einen Kommentar geschrieben hat, dass auch mal Laura gesehen werden soll, wie sie Auto fährt. Und jetzt habe ich es gemacht. Und eigentlich fahre ich auch total gerne. Ich meine, ich fahre Schnellrettungsboote und so. Und es ist gar nicht so schwer. Übung macht die Meisterin. Und deswegen hoffen wir, dass ihr das jetzt öfter sehen werdet. Also es macht auf jeden Fall auch Spaß. Sage ich jetzt. Ich war auch noch nicht im Stadtverkehr. Wir haben noch das Wochenende abgewartet, bis wir weiterfahren, weil da ist natürlich immer überall sehr voll. Limonade brauchen wir auch noch. Dann waren wir jetzt gerade endlich mal wieder bei einem Laden, wo es eine große Auswahl an Obst und Gemüse gab und haben zugeschlagen. Wir haben für all das jetzt um die 2 € bezahlt. Und das sollen so Zitronen sein, die angeblich süß schmecken. Müssen wir gleich mal probieren. Haben wir auch direkt ein paar von gekauft. Ich bin begeistert. Die Landschaft, durch die wir hier fahren, ist auch wieder richtig beeindruckend. Wir müssen ständig anhalten und Fotos machen. Also voll die krassen Berge. Es gibt halt immer so viel Leere zwischen den Städten. Man fährt immer so 100 Kilometer durch die Wüste, durch die Berge. Es gibt nur eine Straße und sonst nichts. Und dann kommt halt erst so die nächste größere Stadt, sage ich mal. Also zwischendurch ist mal ein Dorf. Aber sonst gibt es halt echt immer nur diese Straße und Landschaft. Wir sind auf der Suche nach einem Schlafplatz, fahren jetzt hier durch wieder krasse Berglandschaft. Die Berge sind alle so richtig bunt. Sieht auch aus, als wäre es so Vulkanstein. Also hier ist echt verrückt. Hunger, Hippie, müde. Wird Zeit, dass wir einen Schlafplatz finden. Wir haben gehört, dass je näher man zur Küste kommt, desto üblicher sind Falafeln. Und hier gibt es auch schon viele. Die haben wir irgendwo in so einem Kühlregal gefunden, haben wir jetzt irgendwie gebraten. Und das ist auf jeden Fall ja was Vegetarisches, was sehr lecker ist und was wir dann noch viel mehr essen werden in den nächsten Wochen. Wir sind jetzt doch weitergefahren, als wir eigentlich wollten. Wir sind jetzt eigentlich schon fast bei Keşid. 5 Kilometer sind es nur noch, aber wir wissen auch gar nicht genau, wo man da parkt und wir wollen jetzt nicht im Dunkeln dann da rumsuchen. Deswegen haben wir uns jetzt kurz vorher hier in so eine Straße reingestellt und da war zufällig dieser Canyon. Also jetzt bleiben wir erstmal hier, gucken uns das morgen in Ruhe an und fahren dann morgen gemütlich in die Stadt. Wir schauen uns den Canyon jetzt hier nochmal aus der Nähe an. Schon beeindruckend, aber natürlich jetzt nicht so groß wie die Verdun-Schlucht in Frankreich, wo wir mal waren. Und es ist auch überhaupt gar kein Wasser drin. Und das Besondere an Keşid, weshalb wir hierher gefahren sind, ist ja, dass es da so eine Oase gibt mit so Palmen und Wasser und alles. Aber ich frage mich, ob dann da überhaupt Wasser ist. Das werden wir nachher mal herausfinden. Wir fahren jetzt gleich nochmal hier rum. Da geht es irgendwie weiter. Ich weiß nicht genau, ob wir dann ganz bis dahin kommen oder ob wir über die Landstraße müssen. Ich bin ganz sprachlos. Das ist ja der Wahnsinn. Da sieht man wieder, Wasser ist Leben. So, hier ist ein Wasserfall und ein Bach oder was auch immer, ein Teich. Und alles sprießt. Also wir wussten ja, dass hier irgendwo so eine Oase ist, dass sie aber so quasi in dem Canyon ist, habe ich halt nicht gewusst. Und wir waren eben halt noch so 300 Meter da drüben und haben so auf diesen Canyon geguckt und dachten so, ja, schade, kein Wasser, sieht trotzdem ganz cool aus. Und dachten jetzt, wir laufen kurz in den Canyon, einfach um hier unten rumzulaufen und bam! Dann ist hier plötzlich diese Oase und das deswegen, weil es unerwartet war, ist es irgendwie nochmal spektakulärer, als wenn man halt gewusst hätte, da ist der Weg zur Oase. Richtig beeindruckend. Wir haben jetzt den Canyon noch ein bisschen weiter ausgecheckt und da gibt es tatsächlich eine Straße runter. Die ist recht steil, aber das können wir uns nicht entgehen lassen. Deshalb fahren wir jetzt da runter, können dann da gemütlich ein paar Tage verbringen. Da gibt es Wasser, Ruhe
Palmen. Wir haben jetzt hier an diesen Palmen geparkt und ich bin noch ganz sprachlos von diesem Ort. Jetzt laufen wir noch mal zu Fuß zu dem Wasserfall, ein bisschen weiter unterhalb und gucken mal, ob wir sogar ins Wasser können. Es ist gerade mitten in der Woche, deswegen ist hier überhaupt nichts los und bis jetzt haben wir nur wenige Leute zwischendurch auch hier gesehen. Das Gute darin ist, die kommen eigentlich alle mit dem Moped, das heißt, ich weiß sofort, wann ich hier wieder meine iranische Kleidung überschmeißen muss, weil man die halt dann von Weitem schon hört. Also echt hier mega Oase mitten in der Wüste. So ein Pool mit Wasserfall. Ja, also ein sehr einzigartiger Ort. So einzigartig, dass wir natürlich auch nicht alleine hier sind. Jetzt sind noch welche gekommen mit einem lokalen Guide. Die sind aber auch in Badesachen schwimmen gegangen. Von daher hat mich oder uns das auch nochmal ermutigt, das einfach zu machen. Und das war jetzt echt schön. Warmes Wasser, ein Wasserfall, irgendwie eine krasse Kulisse. Ja. Mega. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, das hier zu finden. Wenn hier Leute auch mit einem Guide und so herkommen. Ja, das kann sein. Ja, aber Glück gehabt. Ja, mega. Das ist hier so eine coole Kulisse, die es, glaube ich, echt in Deutschland nur in so Saunalandschaften gibt, dass man irgendwie so ein bisschen Moos an die Seite macht und so tropfendes Wasser und so helle Steine und dann halt auch warmes Wasser. Also richtig, richtig cool. Grüße an alle SaunagängerInnen und Leute, die dort arbeiten. Es gibt in so Wellness-Salons manchmal so Pools mit so Fischen, die dann deine Petiküre übernehmen. Und diese Fische sind das, glaube ich. Die knabbern da an meinen Füßen rum. Jetzt essen wir Datteln als Mittagssnack auf Persisch Chorma. Sowas haben wir ja echt lange nicht mehr gesehen. So grün und ein Bach. Ich glaube, wir haben noch nicht einmal im Iran einen Bach gesehen. Ich meine, der Fluss in Eswan ist auch ausgetrocknet. Wasser also, gab's nicht. Nee, also es ist voll schön, dieses Geräusch alleine. Auch wenn wir hier in der Wüste in einer Oase sind, ist es ja eigentlich ziemlich trocken, aber es hat gerade angefangen zu regnen. Das heißt, wir werden jetzt den Rest des Abends erstmal im Van chillen. Ich habe gerade schon angefangen, wieder Video zu schneiden. Laura backt gerade Apfelkuchen, den wir gleich mal probieren werden. Und morgen wollen wir dann mal hier an diesen Fluss entlang. Da haben wir so Kinder auf dem Moped gesehen. Da geht es dann, glaube ich, nach Keschid. Das wollen wir uns auch nochmal angucken. Da geht auch noch der Canyon weiter und bestimmt weiter tolle Oasen. Wir suchen uns jetzt gerade den Weg nach Keschid, ist ein bisschen schwieriger als erwartet und müssen jetzt hier, glaube ich, über diesen Fluss springen. Oh je, oder peinlich. Super. Ja, man könnte auch drüber ausziehen. Uns ist dann gestern nochmal aufgefallen, dass wir das letzte Mal so schön wie hier in Griechenland schwimmen waren. Also wir waren natürlich auch zwischendurch in heißen Quellen in Georgien und so und das war auch schön, aber so dieses... Ich weiß auch nicht, bei so warmen Temperaturen einfach ein bisschen planschen hat uns auf jeden Fall ganz schön gefehlt. Und man fühlt sich dann echt nochmal frei und unbeschwert. Mariano lacht mich aus, dass ich das so beschreibe. Aber so ist es einfach. Und das war jetzt, also haben wir halt auch nicht erwartet, dass wir das im Iran je machen werden. Also es war schon richtig, richtig toll. Okay, wir haben es jetzt dann durch den Fluss geschafft, sind jetzt hier im nächsten Dattelpalmenwald angekommen und das hier ist der eigentliche Platz auf Eye-Overlander hier in Keschid und den Platz, wo wir jetzt stehen, den haben wir eigentlich selber durch Zufall gefunden. Wir wollten auch eigentlich hierher fahren, aber sind dann dort gelandet. Aber vielleicht fahren wir hier ja auch noch mal hin, weil hier so direkt am Fluss ist ja auch ziemlich nett. Jetzt sind wir in dem Ort Keschid langsam angekommen und man sieht total viele alte, zerfallene Lehmhäuser. Also ich bin leider noch nicht so gut vorbereitet und weiß nicht, wann das hier irgendwie erbaut wurde oder so. Aber hier hat man schon echt so sehr das Gefühl, bei so einem Märchen aus 1001 Nacht zu sein. Mit den Palmen, dem Sand, dem Fluss. Das ist echt richtig krass. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Das ist ja der Wahnsinn. Hast du hier so Wüste, bist in diesem Ort. Alles ist auch die gleiche Sandfarbe und dann guckst du da runter und dann ist da plötzlich dieser Fluss mit Palmen.
wirklich unglaublich, wo wir hier gelandet sind. Man sieht jetzt ganz gut, dass hier überall Wüste ist, hier die alte Stadt ist und dann aber durch den Fluss und den Canyon, durch den wir gelaufen sind, da jetzt die neue Stadt ist, wo Dattelpalmen angebaut werden und wo die Leute heutzutage wohnen. Okay, das war dann das alte Keschid und ganz schön spannend, wie damals die Häuser gebaut wurden aus diesem Lehm und alte Baumstämme von den Palmen wurden so als Stützen für das Dach genommen. Das Dach selber aus alten Palmblättern. Und jetzt geht es weiter ins neue Keschid. Mal sehen, wie jetzt die Menschen dort leben. Hier ist so eine Dattelpalme und ich glaube, die ist öffentlich, weil hier fallen auch ganz viele runter. Da probiere ich jetzt mal eine, die schon gut sind. Oh ja, geil. Die sind echt gut. Okay. Das Mittagessen ist gesichert. Also das Dorf hier, das ist echt ein Dorf. Das Leben scheint ziemlich einfach zu sein. Also es sind auch nur Häuser und hier am zentralen Platz, da waren so eine Handvoll Minigeschäfte. Ja, und ich glaube, die Leute haben hier jetzt auch nicht so viel Geld oder so. Also die sind auch sehr traditionell angezogen. Viele Häuser sind gar nicht fertig gebaut oder sehen so ein bisschen zerfallen aus. Und irgendwie, entweder ist heute ein Feiertag oder irgendein Fest passiert hier, weil da liefen so Menschen, die hatten so einen bunten Kranz rum. Also, ich weiß nicht, was hier noch passiert. Okay, wir haben jetzt gerade mal jemanden mit Google Translate gefragt, was hier überhaupt passiert. Und irgendwie kommen so Pilgernde aus Kabbala zurück. Und das ist heute irgendwie, wird hier gefeiert. Und die laufen halt hier lang. Und vor jedem Haus kommt dann die Familie und bietet denen diesen Kranz an und irgendwie was zu trinken und was Süßes. Und die laufen dann unter diesem Rauch, der jetzt kommt, durch. Und dann wird anscheinend auch überall eine Ziege geschlachtet. Was für uns natürlich ziemlich brutal ist. Ah, jetzt bekommen wir auch hier irgendwas. Mercy. Aha. Ah ja, jetzt läuft die da drunter durch. So eine Art Segen und Küsst den Koran, glaube ich. küsst den Koran. Es kriegen anscheinend aber alle was ab. Wir haben jetzt nämlich auch schon was zu trinken gekriegt und alle trinken hier dann so ein bisschen mit und so. Sehr cool, in was wir wieder reingeraten sind. Okay, also jetzt waren die hier, jetzt ziehen die weiter zum nächsten Haus und es gibt auch so Autos als Begleitfahrzeug für die ganzen Geschenke und diese ganzen Kränze. Also echt spannend. Also so stelle ich mir das auch vor, wenn wir irgendwann mal wieder in Deutschland ankommen, dass dann alle aus ihrem Haus kommen in der Stadt und wir dann unter irgendwas Brennendem durchlaufen müssen und es gibt Getränke und Süßigkeiten und Geschenke für uns. Das mit den Ziegen muss jetzt nicht sein. Bitte nicht, keine toten Tiere generell. Aber das wäre doch angebracht. Da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Wurden jetzt natürlich wieder zum Essen eingeladen. Okay, und da sitzen wir wieder in irgendeinem Haus. Mal sehen, was jetzt passiert. Wir haben jetzt von unserer Gastgeberin per Google Translator erfahren, dass Leute nach Kabbala in den Irak reisen, um das Mausoleum von einem besonderen Imam zu sehen und dort 5 Tage bleiben. Und das wird dann danach gefeiert, wie wir gesehen haben, dass dann, wenn die Person zurückkommt, hier richtig was gefeiert wird und es abgeht im Dorf. Bisschen wie so eine Konfirmation vielleicht? Ja. Und wir haben natürlich wieder Tee bekommen. Ja. Nach dem Essen, was richtig lecker war, es gab so eine Auberginencreme mit irgendwie Quark und Brot, wurden wir gefragt, ob wir auch gerne nochmal duschen gehen wollen würden. Und da haben wir erst ein bisschen gesagt, ja, nur wenn es euch nichts ausmacht. Und sie hat dann aber wirklich gesagt, so, die Dusche ist für euch bereit. Und dann haben wir gesagt, na gut, gerne. Und es fühlt sich jetzt richtig gut an, mal wieder gewaschene Haare zu haben und dass wir warmes Wasser unlimitiert quasi hatten, weil sonst muss man sich halt immer voll beeilen und dann irgendwann kommt der kalte Wind und das war jetzt wirklich wieder richtig wohltuend. Jetzt bin ich wieder sauber. Müssen wir nur noch mal Wäsche waschen. Ja, dein T-Shirt, das ist so peinlich. Selbe Straße, nur ein paar Stunden später. Das ganze Spektakel ist jetzt auch vorbei. Wir sind jetzt auf dem Rückweg zum Van. Es war jetzt sehr interessant. Wir hatten auf jeden Fall gute Unterhaltung, eine gute Zeit, gutes Essen und eine gute Dusche. Haben jetzt aber tatsächlich ein bisschen was dafür bezahlt, weil sie hier halt so ein Restaurant leitet für Touris und so. Und es war jetzt aber auch nicht viel. Und sie hat auch gesagt, wenn ihr nicht bezahlen könnt, so dann
müsst ihr das nicht. Nee. Aber wir haben jetzt so oft, wurden wir jetzt irgendwie eingeladen und so, deswegen war das jetzt auch kein Problem. Aber trotzdem finde ich es eine interessante, weiß ich auch nicht, weil man hatte schon das Gefühl, ein bisschen schlechtes Gewissen hat sie halt auch, weil sonst laden Leute halt einfach Touris einfach so ein und wollen dann immer nichts. Und sie war jetzt die Erste, die was wollte. Aber ne, die müssen sich ja auch irgendwie durchbringen, deswegen gar kein Problem. Und wie viel haben wir jetzt bezahlt umgerechnet? Nicht mal 5 Euro. Ja, das ist voll in Ordnung. Und am Anfang hat sie auch gesagt, als sie gefragt hat, ob wir Lunch essen wollen, zum Mittag essen wollen, dass hier Restaurant, also sie hat das schon irgendwie so alles ein bisschen gesagt. Genau, deswegen alles gut und jetzt laufen wir zurück. Wir haben dann auch mal gefragt, wie alt hier diese Ruinenstadt ist. Und die ist wohl um die 6000 Jahre alt und war unterteilt in 2 Teile. Einmal der Teil mit dem Schloss und dann der Teil, wo halt die Bevölkerung gelebt hat. Und jetzt geht's durch den Palmen Canyon wieder zurück nach Hause. Seit wir hier sind, haben wir schon mehrmals Leute und vor allem auch Kinder, also die waren irgendwie so 12, 13 würden wir schätzen, auf Mopeds gesehen, die immer ein Gewehr dabei hatten. Und wir dachten schon so, gibt es hier irgendwelche gefährlichen Tiere, irgendwas, was wir wissen sollten? Aber nee, unsere Gastgeberin hat uns erzählt, dass die hier rumfahren, um Enten zu schießen, weil die hier leben und brüten. Was ein großartiger Tag. Ich finde es richtig gut, dass wir auch wieder so viel gelernt haben, weil wir einfach offen auf die Leute zugegangen sind. Also wir sind halt in diesem Dorf rumgelaufen, wussten nicht, was da passiert, haben das nur gesehen. Und ich glaube, vor ein paar Monaten hätten wir einfach nicht Fremde gefragt, weil keiner konnte Englisch mit Google Translator. Und dann haben wir wieder so viel Neues über den Iran und auch den Islam lernen können heute. Und was auch cool ist, was wir gar nicht so oft machen, ist einfach unseren Van parken. Und es war der 2. Tag in Folge, wo wir eigentlich den ganzen Tag unterwegs waren. Und jetzt kommen wir halt hier wieder zurück, können gemütlich schlafen und dann mal sehen, was wir morgen machen. Ich war gerade draußen, der Sternenhimmel. Nee, was? Sternenhimmel. Der Sternenhimmel ist hier unglaublich, ist auch gerade erst dunkel geworden. Man kann schon ganz viele Sterne sehen mit den Palmen. Also ist echt der Wahnsinn hier. Aber als ich draußen war und Sternenfotos gemacht habe, kam dann in der Ferne dann so Autoscheinwerfer. Und wer war's? Natürlich wieder die Polizei. Ja, die wollten gerne, dass wir mit zurück zum Dorf fahren, um da zu schlafen, weil die halt jetzt wieder so Angst um unsere Sicherheit hatten. Also es gab das Argument von Wölfen, wilden Tieren, wo wir uns so ein bisschen fragen, wie sollen die hier reinkommen, und aber auch Dieben. Und wir haben dann sehr lange mit denen hin und her diskutiert und gesagt, wir fühlen uns sicher, wir haben extra safe, wir passen auf uns auf, wir haben schon an vielen Orten gecampt. Und das haben sie dann aber auch verstanden. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen. Also es ist echt so, man muss da mit denen verhandeln und die haben auch gesagt, okay, ist ja deren Verantwortung, dass wir sicher sind. Und die denken halt auch immer, wo niemand ist es immer gefährlich, aber hier fühlen wir uns eigentlich sicherer als irgendwie in der Stadt, weil hier ist einfach niemand, es ist dunkel, wir haben auch keine Wölfe oder irgendwas gehört. Ja, aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen die iranische Gastfreundschaft, die dann auch bei denen natürlich kulturell dabei ist, dass sie so sind, Gast geht vor, denen soll es gut gehen und so. Und deswegen ist es dann aber auch, glaube ich, okay, wenn wir halt sagen, nee, wir würden wirklich gerne hier bleiben, hier fühlen wir uns sicher, hier ist es ruhig, es ist unfassbar ruhig hier, dass die dann auch so zuvorkommen sind und so sind, ja, okay, wir können unsere Gäste jetzt auch nicht zwingen, irgendwo hinzufahren, wo sie gar nicht hinwollen. Deswegen dürfen wir jetzt hier bleiben. Die wissen jetzt auch, wie lange wir hier bleiben wollen. Super. Ja, mal sehen, ob die dann morgen nochmal kommen. Ja, fragen, ob es uns gut geht. Ihr werdet nicht glauben, wo wir jetzt gerade sind und was wieder passiert ist. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen, an denen wir so ein bisschen nichts gefilmt haben und einfach die Oase genossen haben, ein bisschen gearbeitet haben, wo nichts Spannendes passiert ist. Und gestern Abend... Ja, einen Tag später kam dann abends wieder die Polizei. Und diesmal waren nicht Wölfe und Diebe das Problem, sondern diesmal war es dort sehr gefährlich wegen Schmugglern. Bewaffneten Schmugglern. Ja, wir müssen auch nochmal fragen, was hier geschmuggelt wird. Aber die haben dann darauf bestanden, dass wir jetzt dort wegfahren und bei der Polizeistation quasi übernachten und dann halt tagsüber dort wieder in den Canyon können. Aber es ist halt so ein bisschen aus unserem Gefühl halt unnötig, weil nachts da war halt echt niemand, da ist nichts, es ist komplett dunkel und ruhig. Wir fühlen uns da sicher. Und das Einzige, was halt stört, ist halt die Polizei, die sich ja um uns zwar sorgt, aber uns dann halt eher
aufwühlt und ein schlechtes Gefühl gibt. Wenn die da bewaffnet ankommen und immer nachts an die Tür klopfen, dann fühlen wir uns dann unsicherer, als wenn einfach wir gar nichts hören, weil es ruhig ist. Ja. Naja, jetzt fahren wir mal wieder zurück in die Natur und müssen mal gucken, was wir dann heute machen, ob wir weiterfahren oder hier wieder eine Nacht hinfahren, weil in der Natur verstecken scheint nicht so gut zu funktionieren. Nee. Also tagsüber ist es da okay zu stehen, aber nachts halt, dann kommen die wieder an. Zum Glück war die Polizeistation außerhalb der Stadt, das heißt, es war ziemlich ruhig und wir konnten eigentlich ganz gut schlafen. Okay, wir sind zurück am Canyon. Wir können unseren alten Stellplatz da unten sogar noch sehen. Haben jetzt hier erstmal ein paar Pancakes fürs Frühstück. Ja, die könnten wir ja endlich mal wieder machen, weil wir mal wieder Bananen gefunden haben. Die kommen sogar angeblich aus dem Iran. Und von hier oben ist der Blick auch nochmal echt phänomenal. Wenn man nur auf den Horizont guckt, sieht man halt nur die Wüste und denkt sich so, ja, triste, trotzdem spannende Landschaft. Aber dann guckt man runter und sieht halt so, boom, dieses Grün und diesen Fluss und diese Oase. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wie das bei uns so ist, haben wir jetzt gerade 2 Campende kennengelernt, die mit ihrem Wohnmobil seit 4 Monaten durch den Iran reisen. Die sind jetzt gerade noch mal in die Stadt einkaufen, haben aber gemeint, wenn wir jetzt hier schlafen, dann würden sie sich auch hier hinstellen und dann können wir noch zusammen Lagerfeuer machen. Wir haben denen aber auch erzählt, dass dann wahrscheinlich wieder die Polizei vorbeikommt und dann meinten die so, ja, dann reden wir mal mit denen, weil als Ausländer wird man hier auch halt ein bisschen anders behandelt, ist uns dann noch mal eingefallen. Zum Beispiel in der Maranjab-Wüste, wo wir ja waren, da kommt man ja eigentlich als Ausländer nur mit einem Guide rein, aber als iranische Menschen halt ohne. Und so ist das vielleicht auch mit der Sicherheit hier, dass sie halt uns irgendwie sagen, okay, es ist gefährlich, parkt lieber bei Polizeistationen, aber wenn es iranische Menschen machen, ist es vielleicht kein Problem. Also mal sehen. Wir laufen jetzt noch mal kurz in den Canyon, um Stöcke fürs Stockbrot zu sammeln. Und eben haben wir hier oben ein Geheule gehört und dann mit dem Fernglas geguckt und erstmal so eine Art Kojote gesehen. Richtig cool. Ah, es sind 2 Kojoten. Nicht, dass ich Ahnung hätte, was ein Kojote ist, was ein Fuchs ist und so weiter, wo da die Unterschiede sind. Achtung, ganz viele Schmuggler hier unterwegs. Das hier vielleicht. Kann man so machen. Ja, aber du brauchst ja eigentlich eine glatte Oberfläche, oder? Der ist gut. Ja, was ist das denn? Das ist auch keine Palme, oder? Ah, das ist das Stück, wo die Datteln dran wachsen. Ah, da drüben sind noch mehr. So. Wir hatten jetzt einen richtig schönen Lagerfeuerabend inklusive Sterne gucken mit dem iranischen Pärchen und es war voll cool, sich auch mal mit Locals auszutauschen, die was Ähnliches machen wie wir, nämlich mit dem Van durchs Land reisen. Und auf jeden Fall haben sie erzählt, dass sie genauso wie wir oft eingeladen werden. Und das ist irgendwie voll cool zu wissen, dass einfach diese iranische Gastfreundschaft für alle Menschen gleich gilt und die da nicht irgendwie einen Unterschied machen, ob man jetzt aus einem anderen Land kommt oder iranisch ist. Jetzt werden wir auf jeden Fall müde ins Bett fallen und dann morgen wahrscheinlich nochmal schnell zum Wasserfall laufen und dann weiterfahren. Gestern Abend kam natürlich wieder die Polizei vorbei und wir durften wieder nicht da stehen bleiben, auch das iranische Pärchen nicht. Wir wurden dann alle wieder zurück zur Polizeistation eskortiert, konnten da auch einfach nichts gegen machen, haben da jetzt geschlafen und werden dann heute aber bald das Örtchen verlassen, weil uns das dann langsam reicht. Die sind natürlich super nett und um unsere Sicherheit besorgt, aber ja, wir wollen jetzt nicht jeden Abend hin und her fahren. Wir können das Ganze dann immer nicht so gut filmen, weil das natürlich was ist, wo man richtig Ärger für bekommen kann, wenn man jetzt Polizeigebäude oder die Polizei selber filmt. Deswegen erzählen wir euch das jetzt immer nur so im Nachhinein. Wir sind jetzt heute Morgen nochmal zum Wasserfall gelaufen, waren nochmal schnell schwimmen
Dieser Ort gehört auf jeden Fall zu den Highlights hier, würde ich sagen. Wobei natürlich das mit der Polizei und dieses, man darf da nicht einfach stehen, auch ein bisschen nervig ist. Ja, das ist schon ein bisschen anstrengend gewesen. Ja, und deswegen fahren wir jetzt heute auch weiter, aber auch weil das Wochenende beginnt. Es geht jetzt für uns weiter in den Süden, an den Persischen Golf. Das heißt nochmal was komplett anderes im Iran. Ja, da freuen wir uns sehr drauf, nehmen euch mit und freuen uns dann, euch das nächste Woche zu zeigen. Frohe David! Frohe David!